Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen Tutorial hier. Hier soll es mal wieder um Blender gehen und ich starte mal gerade meinen Blender hier und da haben wir, das ist jetzt die Blender Version 3.62. Im Moment ungefähr das Neueste. Es kann sein, dass es schon wieder eine neuere gibt, aber ich denke nicht. Ich denke, ich bin da schon ziemlich aktuell. Und dann hier standardmäßig haben wir hier den Würfel, den können wir löschen. Und noch einmal, wenn es nicht schon jeder weiß, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten und dann machen wir mal weiter hier mit dem Blender-Video. Ich habe letztlich zu diesem Würfel hier ein Bild gesehen, und zwar, da hatte jemand so einen Würfel abgebildet, da stand da zu verkaufen, Standardwürfel noch nie benutzt, nur für Blender-Leute. Ist das wirklich zu verstehen? Okay, wir fangen aber nicht mit dem Würfel an, den löschen wir, wie gesagt, raus. Wir brauchen auch eigentlich die Kamera nicht und die Lichtquelle brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja nur was konstruieren. Und zwar, ich möchte hier ein Teil konstruieren, das ist für einen sogenannten Lackroller. Und zwar, da wird was drum konstruiert, dass man damit dann so eine Strukturrolle bekommt. Und die Strukturen, wie man die eben in Blender macht und wie man das dann 3D druckt, das möchte ich hier zeigen. Wir fangen an, wir erzeugen erstmal einen Zylinder. Und das heißt, wir gehen einfach hierher und drücken die Shift-A-Taste für hinzufügen, dann ein Mesh und dann wählen wir hier einfach aus den Zylinder. Der Zylinder liegt standardmäßig eben hier so mitten matschig drin. Das kann er auch gerne und das kann er auch so beibehalten. Jetzt ist dieser Zylinder hier viel zu grob aufgelöst und der muss für diese Sache sehr, sehr fein aufgelöst werden. Dazu klickt man jetzt hier unten auf diesen Pfeil an Add Zylinder und dann haben wir hier die Vertices, das sind die Unterteilungen hier in dieser Richtung, das sind nur 32 Stück und da trage ich jetzt einfach 4096 Stück ein. Drücke Enter und schon ist das fertig. Wenn man jetzt Tab drückt, dann ist man im Edit-Mode und dann sieht man hier, wenn man da so reingeht, dass das auch wirklich alles einzelne Punkte sind. Das heißt, da können wir jetzt einfach auch mal alles deselektieren und dann sieht man hier, das sind die einzelnen Punkte. So, dann gehen wir wieder hier raus im Object-Modus. Wir können das Ganze aber, die Skaliererei und so, auch besser im Edit-Mode machen. Und zwar dieses Teil, das wird 110 mm hoch. Das heißt, wir skalieren das Ganze hier in der Z-Richtung. Das heißt, wir drücken, ich mache mal euch oben die Tastenkommandos an. Also skalieren, Taste S drücken, dann einmal Z drücken. Dann geht das nur noch in die Z-Richtung. Und da trage ich jetzt einfach ein 55. Die 55 kommen aus dem Grund dahin, weil der Zylinder ist standardmäßig 2 Blender-Einheiten hoch. Das heißt, das sind jetzt hier von oben bis unten 110 mm. Das muss man bei Blender wissen, dass man da eben ein bisschen rechnen muss. Kommt man aber ganz schnell mit zur Rande. Jetzt ist Folgendes, jetzt muss der ja noch skaliert werden. Und das nur in der X- und Y-Richtung. Jetzt kann man hergehen, kann sagen S und X und dann bewege ich den nur in X und dann S und Y und dann skaliere ich den nur in Y. Ich kann aber auch S und Shift Z drücken und dann habe ich mich dazu entschieden, nur in X und Y zu skalieren und nicht in Z. Und das ist genau das, was wir jetzt haben wollen. Und der soll 40 mm das Außenmaß bekommen. Und der ist im Durchmesser auch 2 Blender-Einheiten. Also müssen wir auch da mit dem Faktor durch 2 arbeiten. Das heißt, Taste S, Shift und Z und dann einfach 20 eintippen. Und jetzt ist sind das hier 40 mm oder 40 Blender-Einheiten. Millimeter werden es später, wenn man es exportiert. Ist diese Rolle jetzt so groß und sie ist 55 mal 2, also 110 mm hoch.
Jetzt möchte ich an den Rändern hier so kleine Abkantungen haben, wo ich hinterher ein Muster habe und andere, wo ich kein Muster habe. Und das machen wir so, und zwar, ich habe jetzt erstmal wieder alles deselektiert und jetzt tippe ich die Taste STRG R und dann habe ich hier so einen Ring und den kann ich jetzt, entweder kann ich da viele Ringe rausmachen, ich möchte aber nur einen haben, dann tippen wir einmal linke Maustaste, jetzt kann ich den verschieben und den kann ich jetzt einfach hier nach oben verschieben und zwar der wird, sagen wir mal, ich möchte da 2 mm Abzug haben, also müsste das 53 mm sein. Das hat jetzt aber nicht geklappt. Dann machen wir es einfach hier jetzt G und Z und dann tippe ich 53 mm. Dann haben wir hier oben 2 mm, also ist der jetzt davon entfernt. Beim zweiten ist es jetzt nicht ganz so einfach. Da drücken wir wieder STRG R und da kann ich das jetzt nicht so ohne weiteres machen. Den lasse ich jetzt einfach mal hier in der Mitte stehen, beziehungsweise das ist nicht die Mitte und den bewege ich jetzt hier einfach manuell ungefähr auf die Mitte. Muss ja auch nicht hypergenau werden und dann können wir den hier so hin platzieren. Wir können aber auch das Maß eintippen und zwar, wenn ich hier N drücke, dann sehe ich hier das Maß 0,00012 und dann kann ich da einfach 0 eingeben. Und jetzt kann ich den in Z bewegen und zwar minus 53 mm und dann habe ich das auch unten abgetragen. Und jetzt kommt der nächste Schritt und zwar, ich will dasselbe nochmal machen und genau bis dahin. Das machen wir, na, wie mache ich das denn? Ja, das machen wir anders. Okay, ich mache jetzt erstmal weiter und zwar diese Abkantung hier. Eigentlich möchte ich das auch so ein bisschen nach innen laufen lassen und das müssen wir jetzt hier oben machen. Das heißt, hier drücken wir STRG R, wieder einmal tippen und dann bewegen wir den jetzt hier so dran, dass er da genau dran liegt. Und das machen wir hier unten auch. STRG R, das war das falsche, STRG R und dann auch da dran. So, und jetzt, das ist ein bisschen Blender-Arbeit jetzt, da muss man halt Bescheid wissen. Das heißt, ich deselektiere erstmal alles und selektiere als Fläche, das heißt, ich wähle hier aus, dass ich Flächen auswählen möchte, wähle die Fläche hier oben auf und drücke einmal die Taste Plus, nee, die STRG Plus ist das und jetzt habe ich nur alle Punkte selektiert, die bis zum ersten Ring gehen. Jetzt kann ich hier einfach wieder Taste S drücken. Da sieht man jetzt, das passt schon und ich drücke jetzt aber wieder Shift Z und jetzt kann ich den mir so auswählen, wie ich ihn haben möchte. Gehen wir mal ein bisschen näher dran. S Shift Z und dann sagen wir, okay, bis dahin soll der laufen. Merken wir uns, was haben wir da? 0.97. Okay. 0.97 und fertig. So, dasselbe machen wir hier unten auch. Einmal da selektieren. Die andere ist dadurch automatisch deselektiert, wenn ich nicht ein Shift oder Ctrl mitdrücke. Und dann drücken wir hier auch wieder STRG Plus und S Shift Z und 0.97. Und dann habe ich dasselbe hier auch gemacht. So, jetzt gehen wir hier in diese Ansicht. Und jetzt möchte ich hier in der Mitte alles sehr, sehr oft unterteilen.
Wir selektieren erstmal alles weg. Das zweimal A hintereinander drücken in kurzer Reihenfolge, dann ist alles deselektiert. Dann drücken wir STRG R, da haben wir den. Und jetzt kann ich hier das so hochfahren. Ich kann aber auch jetzt direkt eintippen, 8192. So oft möchte ich das unterteilen lassen. Einmal Enter drücken und jetzt hat er was zu tun. Okay, da sind wir fertig. Und jetzt sehen wir, dass alles ist hier unterteilt. Und wenn wir jetzt hier das im Objektmodus anschauen, dann sieht das auch ganz vernünftig aus. Aber natürlich noch nicht entsprechend mit einer Textur versehen. So, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir hier das alles schön selektiert. Das ist wunderbar. Jetzt können wir nämlich direkt hier auf dieses grüne Dreieck klicken. Da wird auch angezeigt, dass das Data heißt. Und dann haben wir hier den Punkt Vertex Groups. Vertexe, das sind die einzelnen Punkte. Und Gruppen von Vertexen sind eben Gruppen. Und das hier soll jetzt als Gruppe gespeichert werden. Wir klicken also einmal hier auf Plus. Da wird eine neue Gruppe hinzugefügt. Da können wir einen Doppelklick machen. Das klappt aber nicht immer. Weil dann kann man das benennen hier. Das hat vorhin schon mal nicht geklappt. Dann lassen wir es einfach beim Namen Gruppe. Und ich drücke jetzt hier auf Assign. Und dann wird das, was selektiert ist, dieser Gruppe zugewiesen. So, jetzt können wir aus dem Edit-Mode raus. Einmal Tab drücken. Dann sind wir da raus und jetzt wechseln wir hier auf diesen Schraubenschlüssel, auf Add Modifier und hier Displays. So, dann wählt man hier unten bei Vertex Group aus. Man sieht jetzt hier, dass das hier so komisch aussieht. Das liegt daran, dass er den ganzen Körper für Displays nimmt. Hier gehen wir jetzt auf Group. Und dann sieht man direkt, das sieht wieder besser aus. Jetzt wird wirklich nur dieser Teil hier für die Vertex-Gruppe herangezogen. Und für das Displacement, dann können wir jetzt hier sagen, okay, wir möchten eine neue Textur machen. Und dann klickt man einmal hier an der Seite hin. Und dann wechselt er ins Texturmenü. Und dann kann ich jetzt was auswählen. Dann bietet er zunächst mal Image oder Movie an. Das will ich aber gar nicht, weil ich möchte was automatisch generieren lassen. Das heißt, ich klicke hier auf Image Movie und dann können wir uns jetzt überlegen, also sinnvoll ist zum Beispiel Stucki, dann Noise, da ist aber der Noise ist nicht so pralle, sondern der Distorted Noise ist ganz lustig und Clouds kann man auch ganz gut nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal nehmen wir ruhig die Stucki. So, und dann sieht man hier Schwupp und schon ist das hier eine Struktur geworden. Und da kann man jetzt überlegen, gefällt die einem so? Die ist vielleicht ein wenig zu fein. Und dann kann man hier im Size einfach das kleiner machen. Ich glaube, größer muss es werden. Ja, das ist größer. Das ist halt die Frequenz, die er da nimmt. Also die Größe der einzelnen Sachen. Und jetzt sieht man hier, das sieht schon ganz vernünftig aus. Und dann kann man die Turbulenz, da habe ich hier noch keine wirkliche Änderung feststellen können. Das hängt wahrscheinlich davon ab, mit welchem dieser Noise-Basis man arbeitet. Das hier ist Blender Original. Und dann kann man Original Perlin, das ist die originale Funktion, die mal benutzt worden ist. Sieht ähnlich aus, ist mal ein bisschen anders, die Verteilung. Auch hier beim Pattern, da ändert sich für uns hier nichts. Soft oder Hard, da ändert sich schon was. Und zwar, wenn ich hier das auf Hard stelle, dann sieht das so aus.
Dann sieht man wirklich so Strukturen, und wenn man das auf Soft stellt, dann ist das doch eher für so eine Strukturrolle besser geeignet, sage ich ganz einfach mal. Und dann kann man hier auch Voronoi Crackle nehmen. Die sieht wirklich cool aus. Ja, die gefällt mir doch. Da kann es auch sein, dass hier jetzt die Turbulenz was zu sagen hat. Ja, hier hat sich auf alle Fälle was geändert. Ja, da ändert sich schon was. Aber ob das so richtig merklich ist, das weiß ich nicht. Aber mit diesem Crackle hier, Voronoi Crackle, da macht Sinn, die Größe hier wieder zu erhöhen. Und das ist doch wohl cool, ne? Und da können wir jetzt auch mal gucken hier. Ja, richtig ändert sich da nichts. Kleine Verschiebung, mehr merkt man da nicht. Und dann könnte man hiermit jetzt eine Strukturrolle machen. So, dann, wir gehen jetzt mal die einzelnen hier durch. Voronoi F2, F1. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Das im Modus Hard. Machen wir mal das Voronoi Crackle in Hard und in Soft. Ja, ändert sich ein bisschen was. So, und dann gibt es hier Voronoi F4. Wir können noch mal bei der Turbulenz gucken. Die tut hier wirklich nichts zur Sache. Kann sein, dass es nur beim, wenn man das als Texturen für die Animation, für das Rendern nutzt, dass da das überhaupt eine Rolle spielt. Ändern tut sich hier schon was, wenn man die unterschiedlichen Voronoi Strukturen nutzt. Und dann haben wir hier Improved Perlin. Der Perlin, das sind mehr so komische, wurmmäßige Strukturen, die da zum Tragen kommen. Und das Blender Original, das macht das eigentlich auch so. Und was ich jetzt wähle, letztendlich, das weiß ich noch gar nicht. Gehen wir hier mal wieder auf die 1 zurück und gucken mal hier jetzt. Oh, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. So, das wähle ich jetzt so. Ich wechsle jetzt wieder hier auf das Schraubenschlüsselsymbol. Jetzt ist er hier auf dem Textursymbol. Ich gehe auf das Schraubenschlüsselsymbol. Und jetzt kann ich hier noch das Mid-Level dieser Pickel wählen. Also wie weit die hier rein nach innen gehen. Beziehungsweise das Mittellevel ist genau die Mitte. Das heißt, wir können jetzt hier das auf 1 stellen. Dann ist das ganz weit drin. Wir können es auf 0 stellen. Dann liegen die Pickel alle außen drauf. Was man da jetzt wählt, das ist einem wirklich überlassen. Und wir können aber auch noch die Stärke hier einstellen. Also wesentlich mehr. Dann gehen wir hier wieder auf 2 zum Beispiel. Na, das ist zu viel. Auf die 1. Da muss man jetzt ein bisschen mit rumspielen, was man macht. Also das würde ich hier nicht empfehlen. Und zwar aus folgendem Grund. Man will ja die Rolle eher außen, das soll ja kleiner sein und nicht so da rausstehen. Also gehen wir hier beim Mid-Level auf 0.5. Und ich glaube, das ist wieder in Ordnung. Jo, das können wir so nehmen. Und das ist jetzt wieder ein bisschen zu fein. Das heißt, ich gehe wieder auf die Textur hier. Beziehungsweise das muss ich hier über diese Funktion machen. Hier draufklicken. Obwohl, das ist Voronoi F1.
Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und hier die Größe jetzt abändern. So, jetzt ist das ein bisschen grober. Da machen wir ruhig mal eine 3 hin. Okay. Und jetzt geht mal einfach her. Ich mache bei solchen Sachen, wo ich solche, die ganzen Dinger, das hier heißt Modifiers, wenn ich Modifier benutze, dann gehe ich nie einfach her und sage, mach den Modifier, mach mir den zu einem Körper und dann hinterher habe ich den aber nicht mehr, wenn ich da was falsch gemacht habe. Deswegen mache ich dann immer davon eine Kopie. Das heißt, ich selektiere den Zylinder, drücke Shift und D und tippe dann einfach X und 0 und dann habe ich hier ein Zylinder erzeugt eine Kopie. Den ersten mache ich jetzt unsichtbar und bei dem hier, da gehe ich jetzt her und sage hier, er soll bitte ein Apply machen. Da hat er ein bisschen was zu rechnen und schon ist das jetzt, kann man jetzt im Tab drücken und ein wenig warten und dann sieht man hier, das sind jetzt wirklich alles einzelne Punkte. Das ist also nicht mehr dieser Modifier, sondern das ist jetzt so berechnet und so kann man es dann auch in den Druck geben zum Slicer als STL-Datei. Okay, dann fehlt jetzt hier noch für die Schaumstoffrolle, da muss ein Loch rein. Das machen wir über eine boolsche Funktion. Das heißt, ich nehme jetzt, konstruiere einen neuen Zylinder. Das heißt, ich drücke im Object Mode, ist wichtig, dass wir es da machen, Shift A. Dann gehen wir wieder her, Mesh und Zylinder. Und dann skalieren wir den erstmal und zwar in Z und zwar 160. So, dann ist er auf alle Fälle, das ist ein bisschen zu extrem, SZ 55, dann mal 60. So, dann guckt er wenigstens oben und unten raus. Und jetzt müssen wir dem auch noch ein Maß in der X- und Y-Richtung geben. Das heißt, ich drücke jetzt hier die Taste S, wieder Shift Z und dann dieses Maß von dem Schaumstoff, das ist so 30 mm und das kann hier ruhig ein bisschen kleiner werden. Also 15 wäre jetzt das Richtige und wir machen aber einfach mal 14. So, das ist jetzt hier so ein Zylinder, der da mittendrin ist. Den mache ich unsichtbar. Den Zylinder, ich weiß ja, wie der heißt. Der heißt Zylinder 002. Wir können ihm aber auch einen Namen geben. Den nenne ich Abzug. Weil der wird ja abgezogen. Dann steht der auch hier schön oben drauf. Und jetzt mache ich wieder hiervon, das machen wir gleich, aber erst, da machen wir jetzt hier wieder einen Modifier über diese Funktion hier, Add Modifier. Das Ganze nennt sich Boolean. Und dann wähle ich hier aus Difference, das ist standardmäßig. Früher war das immer Intersect, glaube ich, oder Union. Jetzt ist das standardmäßig Difference, macht viel mehr Sinn. Haben sie nett gemacht. Dann wähle ich hier das Objekt aus. Da gehe ich auf den Abzug, drücke einmal, nimm das bitte. Er rechnet ein bisschen. Hat er wieder was zu tun. Hier sieht man wieder, so, der ist aber auch schon fertig und dann sehen wir, da ist ein Loch drin. Jetzt kann ich das auch hier entsprechend nutzen, dieses Loch. Das will ich aber nicht. Das heißt, ich mache jetzt genau denselben hier nochmal, Shift D. Ein bisschen was zu tun. Jetzt kann man nehmen, ich tippe einmal X und 0 und Enter. Wieder ein bisschen weltweites Warten.
So, da ist er fertig. Dann kann ich den ersten hier unsichtbar machen. Und den hier, den kann ich jetzt bearbeiten. Dann nehme ich hier, klicken wir einmal hier hin, Apply. Wieder ein wenig warten. Hat er es? Nein, hat er noch nicht. Jetzt hat er es aber. Da haben wir jetzt das fertige Objekt. Das ist jetzt auch wirklich, wenn man einmal Tab drückt im Edit-Mode, dann sieht man hier, das ist wirklich komplett nutzbar. Das heißt, ich gehe wieder aus dem Edit-Mode raus und davon, das möchte man jetzt exportieren. Das kann man machen als File, Export und dann STL. Nachteil daran ist, dann exportiert er auch den ganzen anderen Rotz hier, diese Objekte mit. Die will ich gar nicht haben. Deswegen installiert man das Add-on 3D Print. Das macht man über Edit Preferences. Dann geht man hier auf Add-ons, tippt hier oben bei der Suche ein Print. Und dann kriegt man hier die 3D Print Toolbox angezeigt. Da macht man hier vorne ein Häkchen dran und dann wird das automatisch installiert und bleibt auch installiert, wenn man hier in den Preferences das hier unten dann speichert über Save Preferences. Okay, habe ich schon, brauche ich jetzt nicht zu machen. Und dann erscheint hier dieser Punkt, der, wenn der nicht da ist, muss man einmal N drücken, dann klappt hier das Menü raus. Rein und auf T, das ist das Menü hier auf der Seite, nur dass ihr es wisst, und hier über N und dann kann ich hier auf 3D Print gehen und hier kann ich jetzt einfach die Exportfunktion hier aufklappen und die exportiert nur das selektierte Objekt und macht auch automatisch einen Namen dran. Das heißt, wenn ich jetzt die Datei hier speichere, das mache ich gerade einmal, Save S, wir nennen das jetzt mal Rolle 2. So, das ist jetzt gespeichert und jetzt kann ich einfach hier auf Export klicken und dann nimmt er automatisch einen Namen mit Rolle 2 und packt noch einen Add-on da dran und zwar den Namen des Objektes, also Zylinder 002. So, jetzt ist er fertig. Wir können Blender klein machen oder einfach den Slicer hier drüber packen. Starte ich mal gerade. Ich habe hier die Version 4 vom Cura Slicer, die 5er. Muss ich mal gucken, ob die mittlerweile taugt. Die hatte doch derbe Probleme gemacht bei mir. Hat schön funktioniert, aber in manchen Punkten wirklich nur Müll. Und deswegen bin ich immer noch hier auf der 4.13.1. Das war die letzte 4er-Version, die ich halt installiert hatte. So, ein bisschen warten. Da ist Cura. Dann gehen wir hierher, Steuerung O. Dann muss man hier auch ein bisschen warten, vor allen Dingen in so einem System, wo viele Verzeichnisse drin sind. Und der ist jetzt immer noch nicht so weit. So, jetzt ist er soweit. Jetzt müssen wir hier das Verzeichnis Blender finden. Das haben wir hier. Blender, Doppelklick. Und dann ist das ein Unterverzeichnis. Das heißt, das ist jetzt ziemlich tief unten, Rolle. Das ist da. Und da ist jetzt hier... müssen wir schauen. Wir können auch sortieren nach Modifikationsdatum. Das heißt, da haben wir Rolle 2, Zylinder 002. Das ist die richtige Datei. Importieren. Da hat Cura jetzt was zu tun. Das sind über 40 Megabyte, schätze ich mal. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. So, da ist die Rolle in Cura. Gucken wir mal gerade. Noch kann man die nicht drehen. Jetzt kann man die drehen. So, jetzt empfehle ich, also ich habe hier eine 06er Düse im Drucker. Das ist nicht das, was ich jetzt bei solchen Sachen am liebsten hätte, aber damit funktioniert es auch.
So, ich habe hier Leerhöhe von 0,16. Das ist bei einer 0,6er Düse eine ganz gute Wahl für relativ feine Schichtung. 0,1 würde ich mit einer 0,6er Düse, denke ich mal, nicht machen. Viel zu lange Druckzeit, bringt aber nicht viel. Dann der Rest hier, das ist eigentlich alles Standard. Ich habe hier den Infill auf 12% gestellt, damit es schnell geht. Ich brauche keine sonderlich stabile Qualität. Normal wird da 20 oder 25 stehen. So, dann hier Temperaturen. Ich drucke mit 215, weil ich normal mit PLA Plus drucke. Bei PLA würde ich da 195 oder sowas stehen haben. Und bei Speed, da steht bei mir überall 100. Ich habe so einen Tronxy mit Core XY und der kann wirklich die 100 ganz gut ab. Das wird wahrscheinlich auch noch schneller gehen. Aber mit 100 geht das. So, dann geht man einfach her, sagt Slice. Ja, und da ist das Aha-Ergebnis. Er sagt hier 8 Stunden. Ist totaler Unfug. Cura ist hier noch nicht gepimpt, dass er die Zeiten richtig berechnet. Ich habe so eine Rolle vorhin gedruckt und die hat ein bisschen mehr als 3 Stunden gebraucht. Also nicht die 8, die hier steht. Und dann kann man das einfach Save to Disk und in seinen Drucker laden. Da kommt auch eine Datei von irgendwas um die 40 Megabyte raus als G-Code. Und Ergebnis ist wirklich auf den ersten Blick sehr gut. Meine Frau muss das aber noch checken. So, was ich hier noch bei den Einstellungen empfehlen würde, ist hier bei Buildplate Adhesion einen Brim zum Beispiel zu machen oder sogar ein Raft. Ich habe hier einen Brim. Das heißt, wenn wir uns das hier im Preview anschauen, da hat er jetzt ein bisschen was zu tun. Da sieht man hier den Brim, der dafür sorgt, dass das eben einen guten Stand hat und sich nicht vom Druckbett löst, während er diese 110 mm hier hochdruckt. Jo, und das war es auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.